Hey Leute, ist das nicht schön hier? Gott sei Dank hat es aufgehört zu regnen. Wenn man freiwillig hier wäre und in Gesellschaft, die man sich ausgesucht hätte. Ey, könnt ihr bitte aufhören, hier so knatschig zu sein? Ich dachte, ihr freut euch, dass wir den Angelausflug nachholen. Früher hätte mir das sicher gefallen, aber 25 Jahre später, ich weiß nicht. Jetzt kommt wieder die rührselige Story, dass er sein Taschengeld gespart hat für eine Angel. Ja, das habe ich auch. Und dann hat der Alte wieder gekniffen. Ja, weil er wollte, dass wir uns nicht streiten. Nein, weil der Typ immer gekniffen hat, wenn es mal drauf ankam. Ja, oder wenn ihm irgendetwas nicht passt und zack, war er weg. Ja, okay, vielleicht habt ihr recht, aber er wollte halt einfach, dass wir uns vertragen. Mann, Tim, warum siehst du der Realität nicht einfach mal ins Auge? Biologisch sind wir vielleicht Halbbrüder, aber wir haben nichts gemeinsam. Wir sind auch nicht mal zusammen aufgewachsen. Scheiße. Ach, deshalb habe ich euch auch nie vermisst. Ich auch nicht. Ich muss zu meinen Patienten. Und ich habe Hunger. Die sollst eine Menge Fische geben. Ich brauche was Anständiges. Und ich brauche es jetzt. Tja, Jo, da musst du dich wohl noch ein bisschen gedulden, denn ich habe den Autoschlüssel. Ich habe ein Handy. Und mit diesem Handy werde ich jetzt ein Taxi rufen. Ich bin dabei. Jetzt hört ihr beide mir nur einen Moment zu. Ist ein Knall oder was? Ihr werdet ja wohl mal 2 Stunden miteinander klarkommen. Und danach könnt ihr meinetwegen euren Weg gehen, aber dann verhaltet euch gefälligst wie im Kindergarten. Fertig? Sowas brauchen wir. Genau sowas. Fischi, wo seid ihr? Ey, hier müssen richtig viele sein. Hast du dich überhaupt mal erkundigt, was man hier als Köder auswirft? Vielleicht ist alter Schokokuchen doch nicht so ganz das Richtige. Ich wette, du hast überhaupt noch nie geangelt. Und wie? Mit Haro im Pazifik. Aber nicht mit Angeln, sondern mit Harpunen. Harpunen, echt? Ohne Witz. Haro konnte das richtig gut. Der hat mir das beigebracht. Wir haben solche Teile rausgeholt. Bei uns gab es wochenlang nur Fisch. Klingt ja verlockend. Ey, ich glaube, ich hab was dran. Ich glaube, ich hab was. Ich hab was. Keine hektischen Bewegungen. Langsam einholen, sonst liegt der Fisch den Braten. Ah, das muss ein Riesenhecht sein. Oh, das war wohl nur ein kleiner Hecht. Oder ein Guppi. Wenn wir davon 20 haben, haben wir eine Fischsuppe. Jungs. Warum habe ich nasse Füße? Scheiße, hier ist ein Loch drin. Halt doch mal die Angel. Mann! Ich glaub es einfach nicht. Scheiße. Mann, mein Handy ist auch im Arsch. Meins ist auch in Hab ich nicht gleich ein Taxi gerufen? Was für eine Schwachsinnsaktion auch. Sag mal, kannst du nicht einfach mal was vorbereiten? Ein ganz normales Brot, wie ein ganz normaler Mensch, das nicht absäuft. Warum wohl? Weil er genauso verantwortungslos ist wie unser Alter. Könnt ihr mal einmal die Luft anhalten, hä? Warum lasst ihr euren Frust auf Haro immer an mir raus, hä? Es kann doch immer was Schlimmes passieren. Aber ey, wir leben doch noch, ist doch alles okay. Ja, noch. Aber morgen haben wir alle eine Lungenentzündung. Wir nicht sofort warm und trocken werden. Hier, wir machen Feuer. Ja, du Memme. Man macht in der Natur ein Feuer, wenn einem kalt ist. Leben und leben lassen, das hat Haro immer gesagt. Ja, da hat er sicher auch bis zum Schluss dran gehalten. Nur, dass das bei ihm hieß, macht doch, was er wollt, ist mir doch scheißegal. Ja gut, aber Haro war nie so der Typ mit Bausparvertrag, Häuschen und Garten. Der war eher so ein Lebenskünstler. Der hat aus allem was Positives gemacht. Das ist ein Kunststück, wenn ich den anderen einen ganzen Alltagsscheiß überlasse. Zum Beispiel unseren Müttern. Ja gut, aber die wussten ja, worauf sie sich einlassen. Bei meiner Mutter zum Beispiel, Haro hat sich nie verstellt. Wirklich nie. Der war immer spontan, direkt, hatte Energie und genau deswegen hat sie sich auch in ihn verliebt. Ja, spontan. Ich würde eher sagen, unzuverlässig. Vollkommen unzuverlässig. Und bei euch fällt wirklich jeder durchs Raster, der nicht ansatzweise so tickt wie ihr. So ein Schwachsinn. Aber von dem Vater kann man ja wohl mehr verlangen, als dass er überall gut gelaunt seinen Samen verstreut, richtig? Wer weiß, wie viele Kinder er gezeugt hat, ohne vielleicht davon zu wissen. Sagt der Richtige.
Du nagelst doch auch alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Oh Mann, Frank. Das mit deiner Ex ist über 10 Jahre her. Musst du immer wieder davon anfangen? Ja, muss ich. Ich war nach meinem Unfall total am Arsch. Und ich, Naivling, hab gedacht, ich kann mit deiner Hilfe meine Ehe retten. Da gab's eh nichts mehr zu retten. Nee, nicht mehr, nachdem du sie flachgelegt hast. Könnt ihr mal bitte aufhören? Es nervt total. Ernsthaft. Es geht hier die ganze Zeit nur um Franks Ex oder unseren Vater. Könnt ihr nicht mal anfangen, irgendwas zu vergessen? Ihr benehmt euch hier wie jammernde Kinder. Ich jammere nicht, ich bin sauer und das ist ein feiner Unterschied. Und langsam aber sicher kriege ich richtig Hunger. Und wir haben weder einen Fisch noch sonst irgendwas zu futtern. Stimme ich ausnahmsweise mal zu. Ja gut, dann hauen wir was auf den Grill. Sehr witzig. Also ich kann euch Würstchen anbieten. Und vielleicht Steaks. Das glaube ich jetzt nicht. Wenn Steaks prägt, hast du jedenfalls drauf. Dass du die Dinger überhaupt dabei hattest. Das setzt ja dann doch eine gewisse Planung voraus. Warum soll er von seiner Mutter nicht auch was gehabt haben? Ob ihr es glaubt oder nicht. Ich vermisse unseren Vater. Ich nicht. Und meine Mutter ganz sicher auch nicht. Erst lässt er sich von ihr aushalten und dann schwängert er kurz nach meiner Geburt die neue. Und weg war er. Meine Mutter hat sofort gewusst, dass auf Haro kein Verlass ist. Deshalb hat sie ihren Job als Ärztin noch behalten. Zum Glück. Hat sich abgeseilt, als ich 4 war. Aber hat er mir noch versprochen, dass er mir das Tauchen beibringt. Du, alle meine Kumpels wurden beim Fußball von ihren Vätern angefreundet. Nur bei mir saß meine Mutter daneben. Und die hat auch noch ständig Angst gehabt, dass ich mich dreckig mache. Okay, aber Elfriede war wohl schon ziemlich pingelig, ja? Das hat mir Papa erzählt. Ist was dran. Ganz ehrlich, Jungs. Wir sind all die Jahre sehr gut ohne Haro rausgekommen, ja? Papa hat dich aber vermisst. Ich beide. Er hat uns verlassen, nicht umgekehrt. Hm? Ja, aber wäre es denn besser gewesen, er wäre bei euren Müttern geblieben, obwohl er sie nicht liebt? Er hätte sich trotzdem besser um uns kümmern können. Das wollte er doch auch. Aber er hat es einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Nicht, weil er euch nicht mag, sondern weil er einfach nicht geschafft hat, das, was er sich vorgenommen hat. Das entschuldigt jetzt alles, oder was? Wisst ihr, warum ich ausgerechnet heute den Tag für die Angeltour ausgewählt habe? Nee, aber du wirst es uns bestimmt gleich verraten. Ey Leute, das ist nicht euer Ernst. Ihr wisst nicht, was heute für ein Tag ist? Nee, ne? Was? Haros Geburtstag? Ja, an dem er mit uns immer den Angelausflug machen wollte. Hier, da sind die Fotos. Hatte er immer mit dabei. Ganz stolz hat er allen Leuten gezeigt, das sind meine 3 Söhne. Das ist das Beste, was ich in meinem ganzen Leben zustande gebracht habe. Ich sag's ungern, aber das war das beste Steak seit langem. Die Klamotten sind auch schon fast trocken. Seht ihr, seid ihr doch nicht gestorben. Gerade noch mal davon gekommen. Fehlt eigentlich nur noch ein Bier. Langsam wirst du mir unheimlich. Tja. Ist wohl doch nicht so planlos, wie ihr denkt, oder? Ach so. Wir sind eben schon länger als 2 Stunden hier. Was, echt? Ich hätte nie gedacht, dass ich es mehr als 2 Stunden mit euch aushalte. Wir können das gerne wiederholen. Gut, auf das Kentern könnte ich verzichten. Das muss ja nicht jede Woche sein. Ey, wir müssen auch nicht die dicksten Freunde werden. Es geht einfach nur darum, dass wir miteinander klarkommen. Und vielleicht nicht jedes Mal wegen Haro streiten. Jedenfalls wären wir ohne ihn nicht hier. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es dem Alten heute gefallen hätte. Da bin ich mir sogar ganz sicher. Jetzt ist er tot. Auf Haro. Auf Papa. Auf Haro.
hast du das gemacht? Das war ein Haros Geburtstag. Okay, der Kleine ist Tim. Und wer von denen bin ich? Ist doch klar, hier, der kleine Dicke mit der Brille. Ich war nicht dick. Dafür haben wir doch die große Wand auf der Kinderstation. Das Bild ist nicht von hier, glaube ich. Da hat sich aber ein Kind richtig viel Mühe gemacht. Ist das ein Vater mit seinen 3 Söhnen? Sieht ganz danach aus, ja. Ich hänge das gleich auf, in Ordnung? Von mir aus. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Meine 3 Jungs. Das Beste, was ich je in meinem Leben zustande gebracht habe.